Es ist ein ziemlich trister Tag im Winter, als Kommissar Sörensen mit seinem Auto von Hamburg nach Friesland fährt, um dort seinen neuen Job anzutreten. Eigentlich, so ist zumindest der Plan, will Sörensen hier am niedersächsischen Wattenmeer ein bisschen zur Ruhe kommen und mitunter auch seine Angststörung therapieren. Doch es kommt alles ganz anders und schon nach wenigen Minuten wird die erste Leiche entdeckt. Ja, genau so beginnt der ARD-Film Sörensen hat Angst von und mit Bjarne Mädel. Der Film spielt im Örtchen Kattenbühl an der Nordsee, ein Ort, der ein ziemlich furchtbares Geheimnis hütet, das Sörensen und seine neuen Kollegen im Laufe des Filmes aufdecken. Tatsächlich ist es so, das Dorf Kattenbühl, was in diesem Film immer wieder gezeigt wird, existiert in der Realität gar nicht. Es ist reine Fiktion. Was aber durchaus existiert, sind die Orte, die dieses Dorf darstellen sollen. Und genau die gucken wir uns heute an. Es ist Zeit für eine neue Filmsafari. Es ist Zeit für eine Drehorttour zu Sörensen hat Angst und mal schauen, ob Friesland wirklich so grau und trist und regnerisch ist, wie es in diesem Film dargestellt wird. Ich sag mal so, ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. So Freunde, der Plan für heute ist folgender. Wir werden heute mal versuchen, diesen Film Sörensen hat Angst so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Also mal zu gucken, welche Wege nimmt Sörensen eigentlich in diesem Film, wo liegen diese Orte wirklich und würde das, was uns dieser Film suggeriert, eigentlich auch in der Realität Sinn ergeben. Und wir fangen vielleicht mal direkt an mit der ersten Szene. Hier ganz am Anfang dieses Filmes sehen wir ja, wie Sörensen von Hamburg, seiner Heimatstadt, nach Friesland fährt. Und wir sehen ganz am Anfang, dass er hier durch so einen Tunnel fährt. Bei diesem Tunnel handelt es sich in der Realität um den Wesertunnel. Und tatsächlich macht diese Szene auch Sinn, wenn wir mal hier auf die Karte gucken. Ja, dann sehen wir, man kann von Hamburg nach Friesland fahren und könnte auch theoretisch hier oben genau durch den Wesertunnel fahren und dann wäre man dort. Man kann aber auch einfach diese Route hier unten über die A1 nehmen und müsste dann eben keinen Tunnel überqueren. Aber Sörensen hat sich offenbar anders entschieden. Die nächste Szene dann allerdings, die macht dann schon wieder etwas weniger Sinn. Und zwar sehen wir hier, wie Sörensen mit seinem Auto sehr offensichtlich auf eine Fähre fährt. Ja, und das wiederum ist überhaupt gar nicht nötig, denn der Drehort befindet sich auf dem Festland und es ist auch kein größerer Fluss oder sowas mehr dazwischen, dass man irgendwie mit der Fähre irgendwo rübersetzen müsste. Man kann da einfach so mit dem Auto hinfahren. Das heißt, ja, diese Szene würde in der Realität schon mal überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja, und dann fährt Sörensen durch kleine Dörfer durch und kommt dann am Ende hier an dieser Straße an, wo er dann eben auf diesen Jungen hier trifft, sich erstmal übergeben muss und dann ins Dorf reinfährt. Ja, und wir schauen doch einfach mal, ob wir das finden. Nach 200 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Ruxiler Landstraße bleiben. Das Problem ist, ich weiß leider nicht, wo diese Straße ist, aber ich habe in einem Artikel einer Lokalzeitung gefunden, dass Sörensen angeblich auf der Landstraße zwischen Varel und Dangast hin und her fährt. Das Problem ist, in diesen Lokalzeitungsartikeln zu dem Film steht leider auch sehr viel Quatsch. Also ich habe diverse Sachen rausgefunden, die sich dann hinterher als völlig anders dargestellt haben. Also da hat man ein bisschen schlampig recherchiert. Deswegen kann es gut sein, dass wir hier jetzt wirklich in die Irre laufen und diesen Drehort gar nicht finden. Aber naja, wir können es ja trotzdem mal versuchen. Also diese Straße sieht schon mal sehr ähnlich aus, das kann ich schon mal sagen, aber sie ist zweispurig, ne? Also sie hat eine Mittellinie, das ist auf der Szene, wo Sörensen da an der Straße steht, nicht zu sehen. Ja, und in wenigen Metern sind wir auch schon in Dangast. Ja, das bedeutet, diese Straße ist definitiv nicht der Drehort gewesen und ich finde, hier sieht es auch nicht so platt aus, wie das im Film dargestellt wird. Das ist hier schon relativ bebaut.
Also hier sind wir auf jeden Fall nicht richtig. Ich fahre da hinten nochmal zurück. Da gibt es, habe ich gerade so eine kleine Alleestraße gesehen, die links reinging. Die sah recht ähnlich aus wie der Drehort. Rechts abbiegen auf Saphuser Straße. Jo, hier links. Die hat keinen Mittelstreifen. Es stehen noch Bäume links und rechts. Oh, und vor allen Dingen hat sie riesige Schlaglöcher. Ah, guck mal, da hinten. Das sieht mir aber sehr verdächtig aus. Nach Sörensen. Guck dir mal diese Straße hier an. Ist das wirklich die Straße? Es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt durch Zufall gefunden habe. Das wäre ja schon mal ein guter Start für heute. Ey, und es ist auf jeden Fall richtig friesisches Wetter hier, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, Gottes Willen. Ja, ich befürchte, Leute, das ist hier doch nicht so ganz das, was ich suche. Also diese Straße, das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Hier guckt mal, es ist so eine Straße ohne Mittellinie. Das mit den Bäumen passt auch so ein bisschen. Da hinten ist auch so ein Gehöft, aber das ist definitiv nicht dieselbe Szene hier, wo das gedreht worden ist. Ich weiß nicht, ob es was bringt, nochmal in die andere Richtung zu fahren und nochmal ein bisschen weiter die Straße entlang zu fahren. Ja, aber ansonsten passt das hier perfekt. Das ist hier absolute Einöde. Das ist wirklich, das passt wie die Faust aufs Auge. Nur es ist irgendwie nicht die exakt selbe Szene. Und die Straße hier unten, ne, die sieht auch so ein kleines bisschen anders aus. Die sieht relativ neu gepflastert aus. Das kann man von dieser hier nicht behaupten. Ja, also die Straße geht jetzt hier immer so weiter. Die sieht auch immer gleich aus. Also es sieht wirklich so aus, als könnte das hier 1:1 aus dem Film sein. Aber ich fürchte, die richtige Szene, die werden wir wohl nicht finden. Tja, so ist es manchmal. Keine Drehorttour ohne ein bisschen Detektivarbeit und manchmal scheitert diese Detektivarbeit nun mal auch. So ist es halt und manchmal scheitert sie auch direkt am Anfang. Es ist ein bisschen enttäuschend, ja, aber es wird besser, ich verspreche es. Wir haben zumindest einen ähnlichen Drehort gefunden. Das ist nicht genau derselbe, aber wir sind zumindest ein bisschen durch die friesische Natur gefahren. Und wenn ihr ortskundig seid und wisst, wo sich diese Landstraße tatsächlich befinden könnte, dann ist hier unten Platz in den Kommentaren für eure Hinweise. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den nächsten Schritt. Sörensen fährt ins Dorf und da weiß ich zum Glück ganz sicher, wo sich das befindet. Und wir sind angekommen im ziemlich tristen Kathenbühl. Es schneit und hagelt. Passt auf jeden Fall sehr gut zum Film. In Wirklichkeit heißt dieses Dorf Kathenbühl Fahrel. Es sieht so aus. Und das da ist der Platz, an dem Sörensen damals im Film sein Auto geparkt hat. Mal gucken, ob wir die Szenen wiederentdecken. Und da ist es, das wunderschöne Örtchen Kathenbühl und ohne Witz, ich möchte wirklich keinem Fahreler Bürger zu nahe treten, ne? Aber das Erste, woran ich gedacht habe, als ich hier angekommen bin, ist wirklich, das sieht hier 100%ig aus wie Finsdorf von Stromberg. Oder? Ey, das tut mir leid, also kann auch am Wetter liegen, ne? Aber es sieht hier wirklich aus, als wäre hier komplett der Hund begraben. Naja, egal. Apropos Hund begraben, da hinten ist die Konen GmbH zu sehen. Das war mal ein Bekleidungsgeschäft, wie ich ergoogelt habe. Und das existiert heute tatsächlich nicht mehr. Stattdessen wird dort heute saniert. Ihr seht da unten, das Haus hat einen komplett neuen Unterbau irgendwie bekommen. Das sah vorher noch völlig anders aus. Die Beschriftung ist natürlich auch inzwischen weg. Und ansonsten ist dieses Häuschen mit diesem Turm aber tatsächlich irgendwie ganz schnuckelig, ne? Also, ja, ich würde Kathenbühl wirklich wünschen, dass das hier wieder richtig schick gemacht wird und dann, dann kann es auch was werden mit dem Dorf und dann sieht das ja auch nicht mehr so trist aus. Hier sehen wir, wie Sörensen aus dem Fenster guckt und direkt eine sehr grimmig dreinschauende Frau entdeckt und auch hier muss ich die Macher wirklich loben. Wie die Faust aufs Auge. Also auch ich wurde hier mit meiner Kamera wirklich ganz merkwürdig und schräg angeguckt. Leute haben teilweise aus den Fenstern geguckt, weil sie sowas offenbar noch nie gesehen haben. Naja, hier hat Sörensen übrigens sein Auto geparkt. Auch kein offizieller Parkplatz. Das war bestimmt nicht erlaubt, aber gut, er ist ja Polizist, ne? Hier nochmal aus der anderen Perspektive. Sörensen parkt sein Auto vor diesem Haus hier. Und da sehen wir auch im Hintergrund, wo der Bagger gerade rumfährt, da stand früher mal ein anderes Haus, das offenbar inzwischen abgerissen wurde. Und jetzt wird da gerade fleißig gebaut. Ja, also es verändert sich was in Kathenbühl. Hoffentlich zum Schöneren. Ja, eine Szene, die mich übrigens total verwirrt, ist diese hier. Da wird immer so eine Spiegelung gezeigt, wie Sörensen da mit seinem Auto steht. Diese Schaufenster hier allerdings, egal wo wir hier gucken,
existieren hier heute aber gar nicht mehr. Und ich vermute ganz stark, dass dieses Gebäude, was wir hier immer mal wieder in diesen Szenen sehen, inzwischen abgerissen wurde. Oder es sind neue Fenster eingebaut worden. Vielleicht ist es eins von diesen Gebäuden. Ich check's gerade nicht so ganz genau, wie die Perspektive ist, ehrlich gesagt. Definitiv gibt es dieses Gebäude in dieser Form heute hier nicht mehr. Ja, ich sag mal so, mein erster Eindruck von Cartenbühl ist eher mittelmäßig. Ich wurde zweimal, das ist kein Scherz, von einem Rollator vom Bürgersteig gedrängt. Und generell ist die Rollatordichte hier sehr hoch. Es hat tatsächlich so ein kleines bisschen was von Finsdorf aus Stromberg. Naja. So, der nächste Ort, den wir anfahren werden, ist natürlich derselbe Ort, den auch Sörensen anfährt, nämlich das Polizeirevier. Genau. Und das ist in Wirklichkeit gar kein Polizeirevier, sondern ein ehemaliges Dentallabor, wo ich auch mal wieder nicht hundertprozentig weiß, wo sich das eigentlich befindet. Ich habe aber so einen ähnlichen Ort hier ganz in der Nähe gefunden und da fahren wir jetzt einfach mal hin und schauen mal, ob wir das Gebäude wiederentdecken. Ja, und mit ein bisschen Suchen habe ich es dann tatsächlich gefunden, das Polizeirevier von Sörensen und seinen neuen Kollegen, ganz versteckt in einem Hinterhof, was inzwischen so aussieht. Ihr seht schon, hier steht allerhand Gerümpel rum. Das war tatsächlich früher mal ein Labor, offensichtlich, und wird heute offenbar als Lagerraum oder sowas genutzt. Es sieht auf jeden Fall nicht mehr aus wie ein Polizeirevier, wie damals auch im Film, und auch das Polizeischild hat man leider abgehängt. Hier sehen wir das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive und bei Nacht, wenn wir uns das ganze Zeugs mal wegdenken, hat sich hier nicht allzu viel verändert. Also diese gelben Tore, die gibt es tatsächlich. Und hier sehen wir auch nochmal den Gegenschuss. Diese alte Frau läuft da vor so Garagentoren rum und das sind offenbar die ihr dort hinten seht. Ja, ein bisschen rangezoomt offenbar. Genau, und den Platz hat man offenbar damals auch geräumt für diese Dreharbeiten. Da steht auch heute allerhand Zeugs und Anhänger und Autos rum. Und hier dann auch nochmal aus dieser Perspektive, ihr seht da hinten im Fenster steht Jenny. Das bedeutet, dass diese Szenen im Polizeirevier auch ganz offensichtlich in diesem Gebäude gedreht worden sind. Das schreiben übrigens auch die Lokalzeitungen so. Ich hoffe, dass sie diesmal richtig liegen. Also das Polizeirevier im Innern sind keine Studioaufnahmen, sondern die sind tatsächlich auch in diesem Gebäude hier entstanden. Davon ist natürlich auch heute nichts mehr übrig. So, wenn wir jetzt weiter chronologisch weitermachen würden, dann müssten wir jetzt natürlich zum Haus des Bürgermeisters fahren, der ja bekanntlich tot in seiner Scheune liegt, und dann nimmt diese ganze Handlung ihren Lauf. Das machen wir heute aber nicht. Zum einen, weil dieser Hof weitestgehend unspannend ist. Zweitens, weil es sich natürlich um einen Privathof handelt und das ist immer so ein bisschen blöd, da irgendwelchen Privatleuten auf dem Hof rumzufilmen. Das macht man einfach nicht. Deswegen überspringen wir diesen Ort. Genauso übrigens auch wie dieses Haus, in dem dieser alkoholkranke Herr lebt. Das ist einfach nur ein ganz normales Einfamilienhaus, was nicht weiter interessant ist. Was aber durchaus interessant ist, ist natürlich die Pension, in der Sörensen lebt und zu der er danach quasi fährt in seiner Mittagspause. Und ja, die können wir uns auf jeden Fall angucken. Und eines kann ich schon mal sagen, hier haben die Macher auf jeden Fall ein kleines bisschen getrickst. Ja, tatsächlich befindet sich Sörensens Pension nämlich gar nicht im Landkreis Friesland, sondern in der Wesermarsch, in einem Ort namens Butjadingen. Und der ist etwa 40 Minuten mit dem Auto vom Polizeirevier entfernt. Dort also mal eben so in der Pause hinzufahren, wäre schon ziemlich sportlich. Und auch sonst umgibt diese Pension das ein oder andere Mysterium. Aber das zeige ich euch jetzt. Und da ist er, Sörensen vor seiner Pension. Und so sieht das Ganze in der Realität aus. Wir sehen, hier auf der rechten Seite sind diese Reetdachhäuser. In einem davon wohnt Sörensen ja. Und hier links ist die Pension. Ja, und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist Sörensen wahrscheinlich mit seinem Auto dort reingefahren, ist dann dort hinter diesem Haus auf den Hof gefahren. Dort, genau. Und hat dann dort an dieser Stelle quasi mit dem Nachbarn, der auf dieser Seite stand, über die Hecke, also durch die Hecke quasi geredet. Ja, wenn wir uns jetzt hier nochmal Fiktion und Realität im Vergleich anschauen, dann sehen wir, die Pension wurde definitiv umbenannt. Die heißt in Wirklichkeit nämlich Pension Buchholz. Und im Film wurde sie umbenannt in Ankergraf. Schaut mal da. Genau. Und
sehr offensichtlich wird gerade irgendwie ein bisschen renoviert. Da steht eine Schubkarre und ganz viel Gedöns. Ich vermute, das ist der Winterpause geschuldet und dann wird diese Pension einfach für die Urlaubssaison wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Wir sehen aber auch hier im Film von Sörensen war auch ein bisschen Baustelle zu sehen. Ne? Schaut mal da unten. Ja, das sieht heute alles ein kleines bisschen besser aus. Der Rasen ist inzwischen gewachsen. Diese Laternen tatsächlich, die haben es irgendwie nicht überlebt, den Umbau. Die sind heute nicht mehr da. Ja, und was mir auch auffällt, sehr offensichtlich hat man bei diesem linken Rehtachhaus das Dach mal etwas neu gemacht. Das ist nicht mehr ganz so vergilbt, wie das noch hier im Film aussieht. Das wurde offenbar mal neu gemacht in der Zwischenzeit. Und, ach ja, guck mal da unten, das Tor ist auch weg. Schaut mal hier, diese Toreinfahrt, wo Sörensen mit dem Auto reinfährt. Da sind jetzt einfach nur so 2 kleine Pöller. Ja, warum auch immer. Also hier hat man offenbar ein bisschen was gemacht, so in den letzten 2 Jahren. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu dem Trick, den sich die Macher hier in dieser Szene erlaubt haben. Und zwar in der nächsten Szene guckt Sörensen ja aufs weite Wattenmeer. Und wenn wir mal dasselbe tun, dann sehen wir, hoppala, das sieht ja gar nicht so aus wie im Film. Wie kann das denn sein? Wir sehen hier nämlich auf der anderen Seite gar nicht so viel plattes Land, sondern wir sehen sehr viel Zeugs und Gerümpel. All das sehen wir hier auf dieser Szene tatsächlich nicht. Ja, das Rätsels Lösung ist nicht sehr überraschend. Man hat diesen Gegenschnitt tatsächlich nicht hier gedreht, offenbar, weil es den Machern hier zu hässlich war, ich habe keine Ahnung, sondern offenbar in der Nähe von Dangas, dort in der Nähe des Campingplatzes. Dort hat man einen ziemlich guten Blick so aufs platte Land und das wiederum ist auch sehr viel näher dran am Polizeirevier, was ja wiederum in Varel steht und eben nicht hier in Butjadingen. So werden wir verarscht. So, kleiner Funfact noch, dieses Tor hier unten, was Sörensen auch benutzt, um hier den Deich hochzukommen, das ist in Wirklichkeit verschlossen. Seht ihr da ist eine dicke Kette davor, da sollte man nicht hoch. Das lassen wir dann jetzt auch mal sein. Deswegen gucken wir uns jetzt diese Szene hier auch nochmal von hier oben an. Hier sehen wir nämlich auch ganz gut, welches Haus Sörensen tatsächlich bezieht, und zwar das rechte. Da, schaut mal da. Und, kleiner Funfact, die haben dort die Hausnummern ausgetauscht. Ja, hier auf dem Postkasten, da steht nämlich eine dicke 41 oder 43 oder sowas drauf. Ich kann es jetzt hier leider nicht so gut lesen. In Wirklichkeit hat das Haus eine andere Hausnummer und auf dem Briefkasten steht tatsächlich gar keine Hausnummer drauf. Also entweder hat man da mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet oder das ist tatsächlich irgendwie eine Vorsichtsmaßnahme, dass nicht so verrückte Touristen wie ich hier rumlaufen und dieses Haus wiederfinden. Wer weiß das schon. Ja, und kleiner Funfact noch zum Schluss. Dieses Reetdachhaus, in dem Sörensen da wohnt, ist auch in der Realität tatsächlich ein Ferienhaus. Das heißt, ihr könnt das wirklich mieten und dann dort genau wie Sörensen Urlaub machen. Entweder in dem Haus selbst oder eben in der Pension direkt daneben. Ja, und dann habt ihr zumindest einen halb so schönen Blick wie Sörensen aufs Meer. Unser nächster Halt ist der Wohnort von Kord. Ihr wisst schon, das ist ja dieser Hund, der Sörensen ständig zuläuft und den er dann später auch seinem grimmigen Frauchen auf diesem Bauernhof da abkauft. Dieser Bauernhof ist selbstverständlich auch ein privater Hof, aber ich habe durch sehr detaillierte und akribische Google Maps Kleinarbeit herausgefunden, wo sich dieser Bauernhof befindet und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Wir fahren da einmal ganz kurz und unauffällig dran vorbei, ohne die Leute dort großartig zu nerven, nur um einfach mal kurz zu zeigen, wie es in der Realität aussieht, und dieser Hof ist auch tatsächlich gar nicht so weit weg hier von der Pension am Deich. Und da fahren wir auch schon durch das platte friesische Land. Und das Witzige ist tatsächlich, jedes Haus hier am Straßenrand sieht fast so aus wie das Haus von Kord. Das da zum Beispiel. Aber hopp, stopp, stopp, stopp! Ach ja, da ist es. Das ist es. Das Haus von Hund Kord. Hier einmal die Szene aus dem Film. Ist ein bisschen weiter weggefilmt worden, und zwar von diesem furchtbar matschigen Acker. Da hatte ich jetzt wirklich keinen Bock drauf zu laufen. Tut mir wirklich leid. Und hier nochmal aus der Nahaufnahme, da sehen wir diese wirklich schlecht gelaunte Frau. Und ich hatte auch wirklich ein ganz kleines bisschen Angst, dass sie hier gleich aus dem Hof gestürmt kommt und ihren Hofhund auf mich hetzt. Aber es ist alles nochmal gut gegangen. Es sieht tatsächlich auch alles noch so aus wie in dem Film. Sogar das Güllefass steht an exakt derselben Stelle, wie auch in Sörensen hat Angst. Eine Sache hat man für den Film allerdings abgehängt, und zwar
zwar dieses Schild hier, auf dem steht, Weidehaltung geht nur ohne den Wolf. Das war den Machern dann wohl ein kleines bisschen zu politisch. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen Lapskaus zu essen oder Bratkartoffeln. Mit Speck natürlich, weil schmeckt ja sonst nicht. Denn ich habe den Deichkrug gefunden. Die Gaststätte, wo Sörensen und Jenny abends essen gehen. Ja, und wir sehen hier, tada, das ist er. Und wundersamerweise hat man hier tatsächlich für den Film nicht den Namen des Restaurants geändert. Es ist wirklich der Deichkrug, damals wie auch heute, selbst ja, die Biermarke ist immer noch dieselbe. Warum eigentlich? Warum schenkt man hier Herforder aus? Was zum Teufel hat Ostwestfalen hier in der friesischen Nordsee zu suchen? Müsste da nicht eigentlich Jever sein? Egal. Aber das ist jedenfalls die berühmte Kneipe aus Sörensen hat Angst. In dieser Szene verlassen Sörensen und seine Kollegin den Deichkrug und setzen sich dann hier auf eine Bank. Sörensen hat schon Angst, dass er eine Blasenentzündung kriegt, weil es so kalt ist. Und ja, das stimmt auch mit der Realität überein. Es ist unfassbar kalt heute. Mir frieren allerdings eher die Finger ab. Ja, diese Szene wurde auf jeden Fall hier gedreht. Und hier sitzen dann Sörensen und Jenny auf der Bank, die auch in der Realität existiert, wie ihr hier seht. Ein etwas merkwürdiger Ort für eine Bank, finde ich. Hier an so einer komischen Ecke, direkt an der Straße. Gut, ich will das nicht in Frage stellen. Und hier auch nochmal die Nahaufnahme. Dieser interessante Baum mit dieser interessanten Rinde ist auch noch da. Ja, nur Jenny und Sörensen, die habe ich hier heute leider nicht getroffen. Ja, ich fürchte, nur auf Lapskaus oder Bratkartoffeln mit Speck müssen wir heute verzichten, denn heute hat der Deichkrug leider geschlossen. Dann nächstes Mal vielleicht. Und damit kommen wir zu unserer letzten Szene für heute. Und das ist auch gleichzeitig die letzte Szene aus dem Film Sörensen hat Angst. Der dramatische Höhepunkt, der sich vor der Firma Fleischeslust abspielt. Und in Wirklichkeit ist dieses Gebäude, was ihr im Film seht, kein Fleischunternehmen, sondern ein Forschungsinstitut. Und es befindet sich in Bremerhaven, also richtig weit ab vom Schuss. Hat nichts mehr mit Friesland zu tun. Aber schauen wir mal, ob zumindest alle anderen Szenen, die gezeigt werden, der Realität entsprechen. Die Antwort lautet ja. Schaut mal hier, Tecklenburg Kegel. Das ist das Schild, woran ich mich orientiert habe, was nämlich auch ganz klar in diesem Film zu sehen ist. So habe ich diesen Ort überhaupt erst gefunden. Ja, Sörensen parkt sein Auto hier, auch an einem Ort, der eigentlich kein Parkplatz ist, glaube ich. Genau. Und wir sehen diese Firma im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall genau dieser Ort gewesen. Hier sehen wir dann, wie der Firmenboss mit seinem dicken SUV vor seinem dicken Firmengebäude steht. Und hier sehen wir wieder, aha, da wurde offenbar wieder so ein kleines bisschen am Color Grading gedreht. Denn dieses Gebäude, ja, das sieht schon ziemlich prunkvoll aus, aber es ist nicht so strahlend weiß und kontrastreich, wie das in diesem Film aussieht. Es ist dann doch eher ein bisschen grau und trist hier. Ja, das hat man auf jeden Fall ein bisschen in der Nachbearbeitung aufgehübscht. Hier sehen wir die Firma Fleischeslust und Tecklenburg Kegel zusammen. Er hat sich nicht viel verändert. Hinten, dieser Kran ist noch da. Selbst die Fahne oben auf dem Dach ist noch da. Rechts oben, seht ihr das? Nur eines hat man geändert für den Film. Und zwar links neben der Tür am Eingang von Fleischeslust. Da ist ein Schild überklebt worden und die Hausnummer. Das ist der Gegenschuss. Sörensen und der Fleischeslust-Boss stehen sich gegenüber. Auch hier hat sich nicht viel verändert, außer dass man wohl für den Dreh den Parkplatz abgesperrt hat. Denn da parken normalerweise wohl die Mitarbeiter dieser Firma. Diese Szene wurde in der Firma gefilmt. Da können wir jetzt natürlich nicht rein, aber das ist diese Perspektive gewesen. Wir sehen da hinten, es wird offenbar ein kleines bisschen gebaut. Und bei dem Gebäude links, hinter diesem Pöller, ja, da war auch damals wohl schon so ein Gerüst und das ist auch heute noch da. Scheint eine etwas längere Bauprozedur zu sein. Ja, und das ist dann die schöne Schlussszene. Eigentlich wollte Sörensen seine Ruhe, aber es ist immer nur Pause oder Leiche oder sowas, sagt er, ne? Ich glaube, so war das, ja. Es wurde von hier gefilmt. Hier der Kran ist immer noch da hinten zu sehen. Nur Sörensen und Jenny, die sind lange fort.
Freunde, das war meine Drehorttour zu Sörensen hat Angst. Und wenn in diesem Film irgendetwas der Realität entsprochen hat, dann das Wetter. Man kann nicht mal sagen, dass es dauerhaft geregnet hat. Es war mehr so ein munterer Wechsel zwischen Sonne, Wolken, Hagel, Schnee, Regen, Graupel. Also alle 5 Minuten kam was anderes. Es war auf jeden Fall interessant und das hat der Film auf jeden Fall ganz gut getroffen. Ich würde sagen, wir packen ein für heute. Wir fahren zurück in die Sonne. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, meine kleine Drehorttour zu Sörensen hat Angst, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oder ihr werdet einfach Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann gibt es exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber für heute war es das jetzt erstmal, würde ich sagen. Ich sag Tschüss und bis zur nächsten Reise.